Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Björns Leben. Heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Brühe salzfrei komplett selber macht aus ganz vielen frischen Zutaten. Viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir die ganzen Zutaten. Mit dabei ist natürlich der Staudensellerie. Staudensellerie aus dem Grund, der schmeckt auch sehr gut und ich war zu blöd, um den normalen Sellerie zu holen. Porree habe ich dabei, 2 Stück, eine Zwiebel, 3 Lorbeerblätter, die lasse ich damit kochen, eine kleine Chili, 2-mal Knoblauch, ich mag da irgendwie so ein bisschen Aroma. Dann habe ich hier noch frischen Pfeffer, den werde ich noch dann mit dem Mörser bearbeiten. Bisschen mehr als 1 Löffel Olivenöl, als 1 Esslöffel, da müsst ihr mal schauen. Wir haben hier 4 Karotten, die werde ich gleich noch schälen. Petersilie, hier hinten sehen wir noch 1,5 Liter Wasser. Es werden 2 Liter benötigt. Ich habe aber kein Gefäß, wo 2 Liter reinpassen und was so schön aussieht. Deswegen 1,5 plus noch einen halben Liter. Dann haben wir das fertig. Gut, das sind eigentlich schon die ganzen Zutaten, die wir jetzt brauchen. Und dann können wir mal mit dem ganzen Schneiden und Schnippeln loslegen. Das wirklich Tolle daran ist, man kann es grob schneiden. Das heißt, man muss nicht wieder ganz fein, sondern man kann gescheite Stücke nehmen. Wir wollen jetzt erstmal anfangen. Wir wollen jetzt erstmal das Ganze waschen und schon mal die Karotten dann schälen. Und wir sehen uns dann wieder zum Karottenschälen. Das Schöne bei sowas beim Gemüseschnibbeln ist natürlich immer, dass man naschen kann. Wichtig. Und was ich immer mache, ist die Karotten schälen, da in diesen kleinen Fasern. Wir sehen es jetzt nicht mehr. Ich hole mal schnell eine normale. Da hier drin irgendwelcher Dreck und irgendwelche Keime sein können, das wurde mir gesagt und seitdem halte ich mich da auch dran. So, jetzt schneiden wir das hier einfach mal schön ab, vorne die Kanten. Die schauen noch nicht so schön aus, wäre aber egal. Man kann in so eine Brühe auch sehr gut die Reste rein tun. So, jetzt schneiden wir mal die Karotten klein und dann geht es mit den Apfeln Topf und weiter geht's hier. Jetzt kommen wir zum Porree. Porree ist gewaschen, wasche ich auch hier oben immer aus, soweit es geht die Blätter. Da ist auch gerne Dreck drin und das Schlimme ist eigentlich nicht die Erde, das reinigt den Magen, sagt man. Porree geschnitten, der kommt jetzt auch dazu und wie ihr seht, ist es wirklich ein schnelles Rezept und das Schöne ist, es schmeckt auch ganz anders als die fertige Brühe. Jetzt kommen wir zu den Kräutern. Gut, die Zwiebel kommt jetzt noch. Die Chili und die 3 Lorbeerblätter, die müssen wir nachher wiederfinden. Da haben wir den Pfeffer schon. Oh, das riecht immer so gut. Das ist ein bisschen gröber. Ich mag das auch. Ich mag das nicht, wenn das feine Pulver ist. Nicht wundern, es ist ein bisschen mehr drin. Das nehme ich auch später für den Joghurt. So sieht das jetzt schon mal aus. Jetzt kippen wir aber noch nicht das Wasser zu. Jetzt kommt erstmal der Esslöffel, beziehungsweise bei mir sind es 1,5 Esslöffel oben drauf. Wenn das Öl drin ist, dann geben wir es auf die Herdplatte und werden es erstmal leicht anbraten. Ich rühre es mal kurz durch, dann ist es ein bisschen leichter und verteilt sich auch besser, sonst haben wir das Öl nur oben und nicht da, wo wir es haben wollen, überall. Das schaut schon lecker aus. Das Schöne ist, man muss das Gemüse auch nicht verkippen. Man kann sich das danach auch noch irgendwie, auch wenn es nicht mehr ganz so toll schmeckt, noch irgendwie dazu Reis oder sowas machen. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Tofu, je nachdem, was man isst. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Braten rüber. Ja, es ist jetzt noch ein bisschen lauter, kein Problem. Unten seht ihr, hat sich jetzt ein bisschen die Bräune abgesetzt. Also wir haben hoffentlich die ganzen Aromen raus und geben jetzt die 2 Liter Wasser dazu. Und lassen das 45 Minuten auf niedriger Temperatur köcheln. Ich habe es bei mir auf 2, ich werde es mal auf 3 stellen. Ja, genau, die 3. 45 Minuten köcheln lassen
und danach sehen wir uns wieder. Während das dann köchelt, bereite ich meistens den zweiten Topf vor. Das ist einfach ein ganz normales Nudelsieb mit einem Topf drunter. Hier gieße ich es dann später rein. Ich fülle mir dann meistens 2, 3 Flaschen von den Flaschen ab. Ich kann mal gucken, ob ich noch finde, wo ich die her habe. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht irgendwie Depot, Nunana oder von Amazon. Der Rest kommt einfach in eine Tupperschalen und ja, jetzt heißt es abwarten. Die 45 Minuten sind vorbei. Ich habe die Suppe ein paar Minuten abkühlen lassen, damit es nicht die Kameralinse so stark beschlägt. Aber ihr seht schon, solange noch nicht der Dampf zu stark ist, dass es eine schöne Farbe angenommen hat. Oh, das riecht doch immer so lecker. Das ist wirklich das Schöne so. Ich gehe da meistens noch mal hier durch mit einem Löffel. Und fertig ist die Brühe. So, jetzt ganz wichtig, wenn ihr euch die einfrieren wollt in der Tupperschale, dann hält die so 2, 3 Monate. Also ich habe die vorher immer verbraucht, aber man sagt so 2, 3 Monate auf jeden Fall. Was noch wichtig ist, die schmeckt anders. Die schmeckt nicht so wie Maggi oder wie auch immer, weiß ich nicht, welche Hersteller es noch gibt. Ich kenne jetzt eine Maggi. Auf jeden Fall, die schmeckt ein bisschen anders, das werdet ihr merken. Lasst es richtig abkühlen, bevor ihr das einfriert. Wenn ihr es in die Flaschen nur füllt, dann ist es nicht so schlimm. Das könnt ihr auch machen, wenn es noch warm ist. Ist halt immer eine ziemliche Sauerei und muss ich mal schauen, wie ich das am schlausten mache. Ja, das ist, muss ich mit links jetzt auch noch machen. Aber dass ihr mal die Farbe davon noch seht, was ich immer ganz gut finde. Man merkt es echt, wenn man sein Leben lang immer die rechte Hand für alles benutzt und zwischendurch immer die linke. Ja, das ist jetzt die Brühe von der Farbe her. Ich würde doch mal sagen, das schaut doch super aus und kommt doch von der Farbe sehr nah ans Maggi ran. Durch die Chili hat das auch eine schöne Schärfe. Damit geht das Video jetzt zu Ende. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und auch beim Nachkochen werdet ihr viel Spaß haben. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.